Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Weihnachtsausgabe der Mivola News. Im Bereich Flughafen gibt es 2 neue Flugzeuge zu vermelden. Gerrit und sein Team testen momentan an der Concorde. Viele Funktionen wurden schon umgesetzt, wie zum Beispiel die absenkbare Nase, wichtig beim Landeanflug und auf dem Rollfeld, sowie eindrucksvolle Lichttechnik in den Triebwerken. Im Testbetrieb erzielte sie schon gute Leistungen und demnächst geht es dann weiter und sie erhält ihre endgültige Lackierung. Eine weitere Maschine ist das fertige Propellerflugzeug Lockheed Super Constellation. Mit 4 einzeln ansteuerbaren Propellern und Lackierung nach originalem Design ist sie ein echter Hingucker. Für ihren Jungfernflug war die gesamte Crew des originalen Flugzeuges anwesend, um den Nachbau bei ihrem ersten Abheben zu begleiten. An den Airport Days am Flughafen, den Oldtimer Fliegertagen nahe der Lufthansa Technikhalle, findet sich nun neben der DC-6 und der neuen Concorde ein weiterer Flieger vergangener Zeiten. Für unsere Kirmes im Abschnitt Mitteldeutschland fertigt Holger zurzeit neue Fahrgeschäfte oder restauriert und reinigt die bestehenden. Der Plan ist es, die Fläche mit noch mehr Leben zu füllen. Dafür werden seither Fahrgeschäfte zusammengesammelt und mit funktionstüchtiger Elektromechanik und Lichttechnik ausgestattet. Dabei sind schnell hunderte winzige LEDs in einem Fahrgeschäft verbaut. Der erforderte störungsarme Dauerbetrieb ist dabei ein großes Thema. Denn die meisten Fahrgeschäfte sind mit viel zu empfindlichen Bauteilen vom Hersteller aufgebaut. Nach und nach kommen sie nach ihrem Umbau wieder auf die Anlage. Der Wunderland-Landkreis erhofft sich hiermit im nächsten Jahr einen ordentlichen Besucherzuwachs. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden. Schon lange beleuchten wir die Gebäude viel detaillierter als noch zu Anfangszeiten. So können viele Räume in den Bauwerken anschließend einzeln an- und abgeschaltet werden. Für viele Bereiche der Anlage werden momentan zahlreiche Gebäude mit neuer Beleuchtung bestückt. Veraltete Glühlampentechnik wird durch moderne LEDs ersetzt. Diese verbrauchen wesentlich weniger Strom bei viel höherer Lebensdauer. Mit dem Neubau von einem unserer Bahnhöfe, dem Dammtor-Bahnhof im Hamburg-Abschnitt, zeichnet sich ein weiteres kleines Großprojekt ab. Die komplette Hallenkonstruktion wird derzeit neu gezeichnet, entwickelt und nachgebaut. Die alte Bahnhofhalle auf der Anlage ist nun schon Jahre alt und wir haben viel Qualität im Modellbau dazugewonnen. Heute tauschen wir Stück für Stück Dinge, die wir früher noch nicht konnten, gegen viel eindrucksvollere Neubauten aus. In diesem Fall betrifft es aber den kompletten Bereich Dammtor. Von den Schienen und Bahnsteigen bis zur Dachkonstruktion und Beleuchtung sind Modellbauer dabei, alles für den kommenden Umbau vorzubereiten. Nichts sollte fehlen, sogar Steinornamente und Verschnörkelungen am Bahnhofsgebäude werden nachempfunden. Die statische Konstruktion des Gebäudes ist dabei sehr aufwendig, da sie zur echten Stabilität im Miniaturformat dient. Das Ziel ist es, später durch die großen Glasfensterfronten bis weit in die Bahnhofshalle hineingucken zu können. Besucherbänke, Zuganzeiger auf den Bahnsteigen und vieles mehr repräsentieren dann den beliebten Detailreichtum. Nach langem wurde endlich das Eismeer renoviert. Die vielen Betriebsstunden der letzten 6 Jahre gingen nicht spurlos an der empfindlichen Wasserfläche des Eismeeres im Skandinavien-Abschnitt vorbei. So war es höchste Zeit, hier mal Hand anzulegen und auszubessern. Warum diese Arbeit aber dazu führte, dass die komplette Oberflächenplatte herausgesägt wurde, das erklärt uns Stefan. Also das ist die alte Eismeerplatte. Das, was man hier so rausgestemmt sieht, das haben wir rausgeklopft, um die alte Wasserfläche rauszukriegen. Haben das Ganze dann schön mit einer blauen Farbe versiegelt, dass wir es vernünftig wieder gießen können. Dann ist es neu gemalt worden. So, und dann kam extra nochmal ein Spezialklarlack drauf, damit es beim Gießen später keine Blasen gibt. Nur leider hat sich dieser Spezialklarlack mit dem Untergrund nicht vertragen, ist durchgewandert und hat überall so eine ekligen losen Stellen gemacht. Hier sieht man so ein bisschen dieses Aufgeschäumte. Oberfläche ist alles krisselig geworden, da konnten wir natürlich überhaupt nicht mehr drauf gießen. So, um den Kram jetzt wieder runter zu poolen, also bis ich das alles runtergeschliffen habe, wird wahrscheinlich die 3-fache Zeit dauern, als dass wir das Ding einmal komplett rausschneiden, neues Holz drauf und das Ganze von vorn machen. Und wer ist daran schuld? Nun ist also auch hier mehr Qualität geschaffen worden. Und mit einer neuen, einfacher austauschbaren Plexiglasplatte hoffen wir, diesen Anlagenteil künftig noch besser in Schuss halten zu können. Vieles der alten Technik wurde durch modernere ersetzt. Wie unser fliegender Holländer allerdings genau funktioniert, erklärt uns nochmal Stefan. Hier ist der Magnet, mit dem das Schiff einfach oben lang gezogen wird. Und wenn ich das Schiff mal hochnehme, kann ich mal kurz runter gucken, sieht man, es hat hier oben ist der Gegenmagnet und ansonsten ist es eigentlich ein Auto, was hin und her gezogen wird. So, und um das Schiff zu laden, also sprich, dass diese kleinen Leuchtdioden alles ein bisschen Licht macht, kann ich das Schiff mal hochnehmen. Hat es hier unten 2 Ladekontakte. Innen drin im Bauch sind Goldcap-Kondensatoren eingebaut, mit denen ich die ganzen Leuchtdioden versorge. Und das hier vorne, das sind praktisch so die Taststreifen. Da fährt es dann automatisch drauf zu.
fährt hier rüber und irgendwann hat sie seine Ladeposition erreicht, lädt sich einmal voll und das langt genau für eine Runde rumzufahren und dann fährt es wieder hier rauf, lädt sich auf und das Spiel wiederholt sich. Neue Details wie Robben, Eisbären, Eisschollen und Eisberge verleihen dem Ganzen Leben. Am Heiligabend haben wieder traditionell alle Kinder unter 16 Jahre im Miniaturwunderland freien Eintritt. Kommen Sie und Ihre Lieben doch einfach vorbei und genießen Ihre freien Stunden vor dem großen Fest bei uns. Wir haben an diesem Tag bis 16 Uhr geöffnet. Nach langjährigen Erfahrungen weisen wir Sie wieder darauf hin, sich bei einem Besuch an den Feiertagen oder zwischen den Jahren vorher über unsere Wartezeiten zu informieren. Sie können im Internet kostenlos reservieren, um lästige Wartezeiten zu vermeiden. Falls Sie sich nicht im Vorwege festlegen können, versuchen Sie es eher in den Morgen- oder Abendstunden. Dort ist erfahrungsgemäß kaum Wartezeit. Wir haben unsere Öffnungszeiten rund um die Festtage meist verlängert. Informieren Sie sich doch einfach unter miniaturwunderland.de. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein wundervolles Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Ihr Miniaturwunderland-Team.